Du arbeitest an der Rezeption in einem Hotel. Vor dir steht ein deutscher Gast und sagt: Wir konnten letzte Nacht kaum schlafen. Unser Zimmer ist direkt neben dem Aufzug. Du verstehst jedes Wort. Aber was antwortest du jetzt? Das tut mir leid? Das ist nicht unsere Schuld? Oder bietest du direkt ein anderes Zimmer an? In diesem Video zeige ich dir zuerst ein komplettes Beispiel, wie du professionell auf eine Beschwerde reagierst. Aber danach bist du an der Reihe. Ich spiele den unzufriedenen Gast und du übernimmst die Rolle der Rezeptionistin. Also hör genau zu und achte auf die Formulierungen, denn gleich musst du selbst antworten. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Aula Alemana. Ich bin Isabella, deine Deutschlehrerin. Ich habe selbst Deutsch als Fremdsprache gelernt und seit Jahren arbeite ich mit Hotelteams. Und ich kann dir ehrlich sagen, sie sprechen ihr eigenes Deutsch. Entschuldigung, ich muss mich wirklich beschweren. Natürlich, was ist denn passiert? Wir konnten die letzte Nacht kaum schlafen. Unser Zimmer ist direkt neben dem Aufzug und die ganze Nacht war da Lärm. Türen knallen, Leute unterhalten sich auf dem Flur. Ständig fährt der Aufzug. Das tut mir sehr leid, aber ich schätze, dass Sie mir das direkt erzählen. Ich kann das gut verstehen, dass das ärgerlich ist, wenn Sie wegen des Lärms nicht schlafen konnten. Ja, aber ehrlich gesagt hatte ich das bei einem Hotel dieser Kategorie nicht erwartet. Wir haben extra ein ruhiges Zimmer gebucht. Das verstehe ich. Darf ich kurz nachsehen, welches Zimmer Sie haben? Wir sind im Zimmer 314. Einen Moment. Ja, das Zimmer 314 liegt tatsächlich direkt neben dem Aufzug. Naja, das hätte man vielleicht uns einfach vorher sagen können. Da haben Sie vollkommen recht. Ich sehe, dass bei Ihrer Reservierung kein Hinweis auf ein ruhiges Zimmer eingetragen wurde. Ich möchte fragen, was für Sie eine akzeptable Lösung wäre. Keine Ahnung, vielleicht ein anderes Zimmer. Lassen Sie mich kurz nachsehen. Ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Wir haben noch ein ruhiges Zimmer auf der anderen Seite des Hotels frei. Ich könnte prüfen, ob wir Sie heute umziehen könnten. Heute? Wir haben schon eine Nacht hier verbracht. Ja, das verstehe ich. Deshalb möchte ich auch prüfen, ob wir Ihnen zusätzlich entgegenkommen können. Ja, und was bedeutet das konkret? Ich spreche kurz mit meiner Vorgesetzten und kläre, ob wir Ihnen für die letzte Nacht eine Ermäßigung anbieten können. Und außerdem würde ich Ihnen für die kommende Nacht ein ruhigeres Zimmer reservieren. Na, das wäre zumindest eine Lösung. Ach, sehen Sie, das lässt sich immer gut lösen, wenn man spricht. Ich kümmere mich darum und komme in spätestens 10 Minuten zu Ihnen zurück. Wäre das in Ordnung? Ja, machen Sie das bitte. Sehr gerne. Noch einmal, es tut mir leid, dass Sie dadurch eine schlechte Nacht hatten. Ich kümmere mich jetzt persönlich darum, dass Sie ab jetzt ruhig schlafen können. Ich danke Ihnen. Immer gerne. Jetzt bist du dran. Ich spiele den unzufriedenen deutschen Gast und du übernimmst die Rolle der Rezeptionistin. Entschuldigung, ich muss mich wirklich beschweren. Wir konnten die letzte Nacht kaum schlafen. Unser Zimmer ist direkt neben dem Aufzug und die ganze Nacht war da Lärm. Türen knallen, Leute unterhalten sich auf dem Flur. Ständig fährt der Aufzug. Ja, aber ehrlich gesagt hatte ich das bei einem Hotel dieser Kategorie nicht erwartet. Wir haben extra ein ruhiges Zimmer gebucht. Wir sind im Zimmer 314. Naja,
das hätte man vielleicht uns einfach vorher sagen können. Keine Ahnung, vielleicht ein anderes Zimmer. Heute, wir haben schon eine Nacht hier verbracht. Ja, und was bedeutet das konkret? Na, das wäre zumindest eine Lösung. Ja, machen Sie das bitte. Ich danke Ihnen. Bevor du gehst, hier noch die wichtigsten Formulierungen aus diesem Gespräch. Ich kann gut verstehen, dass das ärgerlich ist. Damit zeigst du das Verständnis für die Situation des Gastes. Ich möchte Sie fragen, was für Sie eine akzeptable Lösung wäre. Damit findest du heraus, was der Gast konkret erwartet. Und normalerweise ist es weniger, als du ihm anbieten würdest. Ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Damit leitest du deinen Lösungsvorschlag professionell ein. Ich möchte prüfen, ob wir Ihnen zusätzlich entgegenkommen können. Eine gute Formulierung, wenn du noch keine konkrete Zusage machen kannst. Und besonders wichtig, ich kümmere mich persönlich. Der Satz muss einfach sitzen. Der Gast sollte am Ende wissen, sein Problem wurde gehört und jemand übernimmt die Verantwortung dafür. Wenn dir dieses Training geholfen hat, wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal. So unterstützt du mich. Und hier lernst du Deutsch für echte Situationen im Hotel und Service. Nicht nur Deutsch aus dem Lehrbuch. Und jetzt bist du wieder dran. Welche Formulierung würdest du bei einer Beschwerde benutzen? Schreib einfach in die Kommentare. Ich lese mit und korrigiere ihn gerne für dich. Bis zum nächsten Video. Tschüss!